Ich verrate dir, welche Pflanzen besonders pflegeleicht sind, welche Fehler du bei der Bepflanzung unbedingt vermeiden solltest und warum du deine Pflanzen unbedingt regelmäßig umtopfen solltest. Hi, ich bin Mona, 25 und ich liebe Pflanzen und das Gärtnern. Für mich macht eine schöne Gartenterrasse aus, dass sie schön vielfältig ist, aber ich achte auch irgendwie darauf, dass sie nicht zu überladen wirkt. Letztendlich ist es vor allem wichtig, ist es ein Sonnenbalkon, ein Halbschattenbalkon, kommt da eigentlich gar keine Sonne hin, weil es vielleicht ein Nordbalkon ist. Und deswegen habe ich heute zum Bepflanzen meines Schattenbalkons beispielsweise das Immergrün ausgewählt, die Kugelprimel in verschiedenen Farben, eine große Hortensie und dann habe ich mir noch Kräuter gekauft. Die meisten Kräuter brauchen tatsächlich nicht so viel Sonne. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Pflanzen, die man nebeneinander pflanzt, sich gut vertragen. Es gibt super coole Apps, die einen da helfen können. Ich nutze am liebsten die App Fried. Die zeigt genau an, welche Gemüsesorten nebeneinander passen und welche nicht zusammenpassen. Und vorher kann ich da eben auch angeben, ob es jetzt gerade ein Schattenplatz oder ein Sonnenplatz ist. Letztendlich gibt es super viele Pflanzen, die sich für eine Schattenterrasse eignen. Aber man kann ja gar nicht alle Pflanzen kennen. Und auch da persönlich informiere ich mich auch immer noch selber, beziehungsweise nutze da auch eine App, die heißt Picture This. Und dort kann man einfach die Pflanze abfotografieren und dort wird dann alles genau einzeln aufgelistet, was die Pflanzen für Bedingungen braucht. Welche Pflanzen dürfen auf deiner Gartenterrasse auf gar keinen Fall fehlen? Hinterlasse einen Kommentar unter diesem Video. Es gibt ja sehr viele Materialien von Töpfen. Wir haben Keramik, wir haben Plastik, wir haben Ton. Der Nachteil an Plastiktöpfen kann auf jeden Fall sein, dass zu viel Wasser in den Topf kommt und dieses Wasser nicht so leicht entweichen kann. Ich habe mich persönlich für Tontöpfe entschieden. Beim Tontopf ist es so, dass das Wasser mit auch vom Ton aufgenommen wird und nach quasi wieder in die Erde abgegeben wird. Es ist total wichtig, dass der Topf ein Loch hat, damit das Gießwasser auch abfließen kann. Und dass der Topf auf jeden Fall nicht zu groß und nicht zu klein sein darf, damit die Wurzeln sich dort besonders wohlfühlen. Welche Tipps hast du für eine perfekte Gartenbepflanzung? Schreib es in die Kommentare. Also letztendlich ist es vor allem wichtig, bei der Bepflanzung eines Balkons darauf zu achten, wie viel Sonne kommt da drauf. Das heißt, leider geht nicht alles und nur weil ich jetzt gerne ein Basilikum haben möchte und ich habe aber einen Schattenbalkon, dann funktioniert es leider nicht. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Eintopfen. Man braucht die Pflanzen, die man einpflanzen möchte, die passende Erde, wie jetzt in meinem Fall die Gartenerde, die torffrei ist. Die richtigen Töpfe, außerdem gerne auch noch Handschuhe. Der ideale Zeitpunkt, um Pflanzen zu bepflanzen, ist vor allem im Frühling. Gerade wenn Pflanzen keinen Frost abkönnen, muss man natürlich darauf schauen, dass eben die Frostzeit auf jeden Fall vorbei ist. Man kann die Erde unterschiedlich beschichten. Das sind so kleine Kügelchen, die tue ich ganz unten in den Topf hinein. Das ist dafür gut, weil das Wasser abfließen kann und Wurzelfäule vorgebeugt wird, sodass es den Pflanzen besser geht. Wichtig beim Gießen der Pflanze ist, es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu oft. Das ist diese Faustregel. Falls man mal keine Zeit zum Gießen hat, kann man sich diese Bewässerungshilfe besorgen. Einfach in den Schnabel Wasser reingießen und den Tonstopfen in die Erde packen. Und dadurch, dass der Ton die Feuchtigkeit aufnimmt, gelangt Wasser in die Erde. Jetzt habe ich alle meine Pflanzen eingetopft und ich weiß schon ganz genau, wo ich sie hinstellen werde. Manchmal sieht die Pflanze nicht mehr ganz schön aus. Nach spätestens 2 bis 3 Jahren sollte die Erde gewechselt werden. Zum Umtopfen braucht man die Pflanze, die man umtopfen möchte, einen größeren Topf, die passende Erde und am besten irgendwie etwas, wo man die alte Erde reintun kann. Ein kleiner Tipp von mir, falls die Wurzeln so stark aus dem Untertopf herauswachsen, kann man auch eine Gartenschere nehmen, um die Wurzeln abzuschneiden. Man hat den größeren Topf, dort packt man ein bisschen Erde unten direkt rein und stellt die Pflanze dann bestenfalls mittig in den größeren Topf hinein. Die alte Erde sollte bestenfalls, soweit es geht, entfernt werden. Das ist wichtig, weil in der alten Erde sich höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel
viele Nährstoffe befinden. Dann ist es letztendlich wichtig, die Erde drumherum zu legen und die Erde auch ein bisschen platt zu drücken, macht aber nicht zu fest. Ein bisschen Luft sollte noch zwischen der Erde vorhanden sein. Macht euch keine Sorgen, falls zunächst die Pflanze ein bisschen die Blätter hängen lässt. Das ist ganz normal, weil die Pflanze sich erstmal an den neuen Topf, die neue Erde, gewöhnen muss. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich freue mich, die Tage hier auf dem Balkon so zu verbringen. Und jetzt bist du dran. Schaff dir deine eigene Wohlfühloase.